Hallo, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Die nächste Warhammer 40k-Runde mit meinem Sohn Theodor steht bevor. Wir beide wechseln gerne die Armeen und da dachte ich mir, hey, ich habe da doch diese eine große Armee mit zahlreichen einsatzbereiten Modellen. Aber keine Ahnung, wie groß die Armee in Wahrheit ist. Das will ich heute mit euch gemeinsam herausfinden. Im Hobbyschrank verbergt sich die Battle Ready Armeen. Hier 2 Boxen einsatzbereiter Necrons. Schauen wir mal, wie viele Punkte diese Armee hergibt. Hä? Punkte? Ja, Punkte bestimmen, wie stark ein Modell oder eine Einheit im Spiel ist. Je besser oder gefährlicher, desto mehr Punkte kostet sie. Auf diese Weise können 2 Spieler gleich starke Armeen für ihre Gefechte aufstellen, egal welche Einheiten oder Modelle sie verwenden. Als Beispiel, ein einzelner Ork-Boy bringt 8 Punkte auf den Tisch. Eine Einheit aus 10 Ork-Boys wären dann schon 80. Ein Kreischer-Killer der Tyranniden, ja, seltsamer Name, bringt da aber bereits 135 Punkte. Der würde mit den 10 Orks vermutlich sehr schnell kurzen Prozess machen. Der Chefoberboss der Orks, Gashgul Drakar, wäre im Gegensatz aber schon 235 Punkte wert und könnte das Tyrannidenungetüm auseinanderreißen. Um also eine faire Ausgangsgrundlage für die Spiele zu haben, gleichen beide Spieler die Punktwerte der Armeen aneinander an. Ausnahmen davon können natürlich auch narrative Spiele sein oder, falls ihr einfach mal Bock habt zu sehen, wie lange ihr eigentlich mit einer Einheit Terminatoren gegen eine Übermacht standhalten könnt. Bei Turnierspielen ist es natürlich umso wichtiger, gleiche Ausgangsgrundlagen für beide Kontrahenten zu schaffen. Daher wird in der Regel vor einem Spiel auch die Schlachtgröße definiert. Hier die offiziellen Angaben aus dem Regelbuch. Wir tragen ja nur Family- und Friends-Spiele aus. Daher nehmen wir das oft auch nicht so genau. 5, 10, 20 Punkte Unterschied, jo, passt schon. Die hier aufgeführten Zeitangaben passen zumindest bei uns familienintern übrigens nicht. Da sind wir einfach nicht regelfest genug und müssen immer wieder nachschlagen. Wenn man eine Hauptarmee hat und jedes Modell in- und auswendig kennt, sollten die hier aufgeführte Spieldauer aber definitiv machbar sein. Und wo finde ich nun diese Punktwerte? Da gibt es zum einen die Möglichkeit, direkt im Kodexbuch der jeweiligen Armee nachzuschlagen. Auf der letzten Seite sind die Einheiten und die Punktwerte aufgeführt. Einfacher und auch aktueller finde ich da aber den Weg ins Internet. Hierzu gehen wir auf warhammer-community.com, auf der rechten Seite in die Downloads, Warhammer 40k. Hier befinden sich dann unterschiedliche Download-Kategorien, kann dann hier noch die Sprache wählen und ja, die Grundregeln könnte man sich jetzt auch runterladen. Die aktuellsten Punktwerte befinden sich aber im Monitorum Feldhandbuch. Zuletzt aktualisiert am 4. Juni. Warum werden die Werte aktualisiert? Ja, aus Balancing-Gründen. Manche Modelle werden teurer, manche werden günstiger. Die aktuellsten Werte sind immer hier drin. Einfach hier kostenlos runterladen. Bim bam bum, da ist es schon. Wir interessieren uns für die Necrons, Seite 25. Und dann kann man hier wirklich alle Einheiten, alle Modelle mit den entsprechenden Punktwerten sehen. Für das Erstellen einer Armeeliste, das heißt, welche Modelle möchte ich in die Schlacht führen, was kosten diese Modelle, was kostet die Armee in Summe, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es genügt natürlich Papier und Stift, ein Notizblock, es gibt aber auch Apps dafür. Ich habe mir da aber für uns selbst was in Excel gebastelt. Da packe ich einfach alle spielbereiten Modelle in die Liste rein und dann können wir relativ einfach über Filter definieren, welche Modelle wir jetzt für den nächsten Battle verwenden wollen. Man sieht, ich habe mir hier auch schon notiert, dass die Version 2.7 draußen ist. Die Daten, die ich hier bis jetzt eingetragen habe, sind noch vom Monitor im Feldhandbuch 2.5. Hier landet auch immer nur das drin, was wir aktuell brauchen. Und da ich mir heute ja mal anschauen möchte, auf wie viele Punkte meine Necron-Armee eigentlich kommt, habe ich gedacht, kann man die Liste auch gleich vervollständigen. Dazu packe ich hier erst nochmal Grund dazu. Nochmal passt. Es wird natürlich die Armee aufgeführt, die Einheit, die Anzahl der Modelle innerhalb einer Einheit, wie viele Punkte das wären und dann auch nochmal ganz wichtig runtergerechnet automatisch, wie viele Punkte das pro Modell wären. Sieht es hier, eine Einheit von 5 Stachelganten wären 55 Punkte, das heißt ein Modell sind 11 Punkte. Die Daten sind hier vom Feldhandbuch Version 2.5.
Ich würde 5 Modelle in die Schlacht führen, also wären es dann auch 55 Punkte. Warum habe ich das hier so aufgeteilt? Weil es natürlich auch Sonderfälle gibt. Zum Beispiel hier beim Infernus-Trupp, da kostet eine Einheit aus 10 Infernus Marines 180 Punkte, 5 Stück sind 90 Punkte laut Monitoren Welthandbuch, das heißt 18 Punkte pro Modell. Ich habe, warum auch immer, nur 7 Modelle ready, das heißt, da kommen wir dann auf 126 Punkte. Wenn wir dann spielen möchten, können wir dann zum Beispiel einfach hier auswählen, ich möchte jetzt die Adeptus Sororitas gegen die Orks in den Krieg ziehen lassen. Und dann kann man hier dann nochmal schauen, okay, was nehmen wir rein, was nehmen wir raus, die nehmen wir raus, bim bam bum, zack. Das ist einfach jetzt mal exemplarisch und dann wird man sehen, die Orks, die wären hier bei 608 Punkten, Adeptus Sororitas bei 605 Punkten, per Zufall, durch wildes Rumklicken, wäre das jetzt sogar schon ein theoretisch ein fairer Fight. Interessant. Okay, aber jetzt geht's zu den Necrons. Die Bühne wurde vorbereitet, wir starten bei 0 Punkten und die ersten auf dem Laufsteg sind Necron-Krieger mit Gauss-Desintegratoren. Interessante Waffe, weil sich das getroffene Ziel einfach in die Atome auflöst. Von den Punktwerten her ist es da so, bis zu 10 Modellen sind es 90 Punkte, also 9 pro Modell. Bei einer Einheitengröße von 20 Modellen sind wir bei 200 Punkten für die Einheit, also 10 pro Modell. Da ich hier irgendwie auf 13 Necron-Krieger komme, nehme ich hier einfach mal die Punktwerte für 20 Modelle in der Einheit an. Also 10 pro Modell sind wir bei 130 Punkten. Als nächstes dann nochmal eine Einheit Necron-Krieger, diesmal aber mit einer anderen Bewaffnung, mit Gauss-Schnittern, haben eine kürzere Reichweite, sind aber stärker. Hier habe ich 10 Stück. Das sind dann 9 pro Modell, also 90 für die ganze Einheit, die on top kommen. Dann haben wir hier Canoptech Skarabäen, können von der Einheitengröße her können es 3 Modelle sein oder 6 Modelle. 3 Modelle kosten 40 Punkte, 6 Modelle sind 80 Punkte. Okay, da ich hier 6 Stück habe, kommen 80 Punkte on top. Dann haben wir hier einen Lord der Necrons, einen Hochlord. Schlägt mit 85 Punkten zu Buche, die on top kommen. Dann einen Königswächter, nochmal 50 Punkte. Dann kommen hier Unsterbliche, bewaffnet mit Gaussblastern. Gaussblaster sind so stark wie die Gauss-Schnitter, haben aber eine doppelte Reichweite. Von diesen Unsterblichen kann man echt noch ein paar mehr gebrauchen. Habe jetzt hier 5 Stück, das wären 70 Punkte. Dann haben wir noch Leibwächter, Lichgarde. Die kann man in 2 verschiedenen Varianten bauen bzw. ausrüsten. Ich habe mich hier für Schwert mit Schild entschieden. Die sind etwas schwächer im Nahkampf, haben dafür aber nochmal einen Rettungswurf von 4+. Und ich dachte mir, so als Leibwache, als Tank, den besonderen Charakter beschützen, das ist doch ganz praktisch. Kann man alternativ auch mit so zweihändigen Hypersensen oder so ähnlich heißen die bauen. Die erhöhen den Punktewert unserer Necron-Armee nun nochmal um 85 Punkte. Dann Scorpec-Destruktoren, ziemlich cool. Ich mag die Modelle. 3 Stück. Pro Modell 30 Punkte. Das heißt, diese Einheit aus 3 Destruktoren sind dann nochmal 90 Punkte. Dann Necron-Albträume. Ziemlich tolle Modelle, wie ich finde. Die haben was. Die haben auch sehr viel Spaß gemacht anzumalen. Also diese Hautfetzen ihrer Opfer, die sie über ihre Rüstung spannen. Aber ich habe beim Zusammenbau wirklich Albträume bekommen. Also, da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass ich nochmal nur ein Necron-Albtraum zusammenbauen will. Die waren echt die Hölle. 5 Stück sind 60 Punkte.
Dann haben wir hier einen Chronomant. Dann kannst du die Zeit beeinflussen. Das sind 65 Punkte. Dann haben wir hier noch eine Plasmazyte. Ich glaube, die gehört eigentlich zu den Scorpic-Destruktoren. Das ist ein Technomant. 80 Punkte. Dann haben wir hier noch Canoptech Phantome. 3 Stück. Sind auch nochmal 110 Punkte obendrauf. Hier so ein cooler Läufer. So ein Canoptech Reanimator. Das heißt, der kämpft eigentlich weniger. Der ist eher dafür da, alle mit Nanobots zu reparieren. Hier ziemlich cool. Ein Scorpic Lord. Stark bewaffnet. 90 Punkte. Ein schwerer Locusta-Distraktor. Mit einer extrem fetten Knarre, der macht mächtigen Badabum. Kostet auch 55 Punkte. Hier auch nochmal, ja, auch eins meiner Lieblingsmodelle der Necrons. Hexjäger, Destructor, so eine Art Assassin, Scharfschützen, Revolverheld. Dann haben wir hier noch so einen Dude, ich weiß gerade nicht, Plasmant, der so 2 Krypto-Blobs dabei hat, 2 Kryptoknechte. Der Plasmant kostet 55 Punkte, der Kryptoknecht 60. Und dann noch ganz vergessen, ich da was mit dem Flight Stand machen wollte. Hier noch eine Canoptech-Spinne, die auch nochmal 75 Punkte oben drauf bringt. Wow. Und dann sind wir in Summe bei fast 1500 Punkte dieser Necron-Armee. Das überrascht mich jetzt echt. Ich habe so mit 500, 800 Punkten gerechnet. Aber dass es doch so viel ist. Wow. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass irgendwie noch was fehlt, was man in der Armee noch brauchen könnte. Eigentlich keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Armee ist, wie man die verstärken könnte, was da noch fehlt. Also auch wenn ihr da Tipps habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt es rein. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Ich bin ein bisschen baff. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war auf jeden Fall wieder sehr spannend für mich. Vor allem auch so Screen Capture mal auszuprobieren und parallel in Excel. Und ja, war interessant. Danke fürs Dranbleiben. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.